Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung hier aus dem Hilton am Flughafen in Helsinki. Quasi mit etwas Schall, glaube ich. Klimaanlage lasse ich an, die Sonne brennt hier rein. Also das ist unglaublich lecker warm hier. Die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind Voepas, die ATR 72, die abgestürzt ist. Eine kleine Zusammenfassung auch von dem, was man bis jetzt weiß, was bekannt ist. Frontier 321 XLR kommt nicht. Warum? Weil Frontier ist unhappy. Wir gucken mal, warum sie unglücklich sind. Eine Frau stirbt am Kofferband in Chicago. Nicht ganz am Kofferband. Sie ist irgendwie hinten rein in diesen Betriebsbereich gegangen. Auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Warum schlaucht das Reisen so? Heute wieder einen Call gehabt mit einem Kunden und ein interessantes Thema, was ich euch nicht vorenthalten will. Einmal haben wir uns darüber unterhalten, dass Reisen schlaucht. Warum ist das so? Mir geht es nicht so, aber ihr könnt ja sagen, ob es euch so geht. Und dann das letzte Thema ist Klauen im Flugzeug. Also er ist da Zeuge geworden, wie jemand versucht hat, was zu klauen. Da gab es ja auch Strecken bei Emirates, ich glaube bei Hongkong, Bangkok oder sowas, wo die Leute da geklaut haben. Aber auch da gehen wir nochmal drauf ein. Die Sendung heute natürlich wie immer liken, dann den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen und vor allem auch kommentieren. Und wir haben, glaube ich, noch einen Platz für Helsinki, zumindest was die VIP-Plätze angeht. Da solltet ihr schnellstens handeln, wenn ihr mitkommen wollt. Ansonsten versuchen wir es zu erweitern, aber wir sind da räumlich etwas eingeschränkt, weil das Suite-Event in der Suite stattfindet und die Suite ist nun mal nur für eine Maximumanzahl von Leuten und deshalb können wir da nicht mehr nehmen. Das erste Thema, ich gucke auf die Uhr, ist Voepas, das ist der Absturz der ATR 72. Und das ist natürlich eine Geschichte, die relativ traurig ist, wenn man sich das anguckt, weil die Maschine von Voepas ist wohl wie ein Stein zu Boden gegangen. In Brasilien 61 Menschen sind dort ums Leben gekommen, wie ein Kanalzuschauer auch mir geschickt hat, eine Nachricht. Es gab zum Beispiel jemanden, der sich auch irgendwo falsch angestellt hatte, glaube ich, und dann nicht mehr mitgekommen ist. Also da hatte er Glück im Unglück. Ich glaube, im ersten Moment ist man sauer, dass man den Flug nicht kriegt. Aber wenn man dann hört, dass der Flug abgestürzt ist, dann ist man etwas happier. Der Flugverlauf ansonsten mit der ATR vom Voepas war halt einfach so, dass man von dem Regionalflughafen Aeroporto Regional de Oeste Coronel Alberto Mendes de Silva in Cascavel losgeflogen ist und wollte dann weiterfliegen in Richtung Sao Paulo. Um 13:21 Uhr, also Abflug war um 11:46 Uhr, um 13:21 Uhr wich man von der Route ab und hat dann über der Stadt in Vinhedo die Höhe verloren, rasant in 60 Sekunden zwischen 2400 und 7300 Metern pro Minute. Und man sieht auch, dass dieses Flugzeug in dem Video, ich will es euch ersparen, ihr könnt es googeln, Spiral, also eine Spiralgeschichte kommt, in die Gierachse und damit, also Gier ist die Vertikalachse, zu Boden stürzt. Und der Flug, den gibt es täglich und der Flug dauert so roundabout 2 Stunden. Der Absturzort ist in einem Wohngebiet in Viertel Capela von Vinhedo. Die Stadt liegt ungefähr 75 Kilometer nordwestlich von São Paulo. Und dort ist es in einen Zwischenhof oder sowas runtergefallen, zwischen Häuser, Gott sei Dank, und hat diese verfehlt, knapp. Also auch hier auch Glück gehabt, dass nicht noch mehr Menschen am Boden zu Tode gekommen sind. Das Flugunternehmen, was mir nicht bekannt war, Voepas, wurde 1995 gegründet von einem Busunternehmen, Passaredo. Und früher hieß die brasilianische Regional-Airline deshalb auch Passaredo. Man hat dann 2002 den Betrieb auch mal einstellen müssen. Das war also da auch sehr, sehr spannend. Was da passiert ist, 2012 Gläubigerschutz, den man dann auch haben musste. Man ist 2004 halt neu gestartet. Dann geht es weiter, man bedient 31 Routen im Südosten Brasiliens. Die Flotte besteht aus 2 ATR 42-200ern, dann aus 72 500ern 9 Stück und 4 ATR 72 600ern. Die Besatzung, das waren 2 Besatzungsmitglieder, die erfahren waren. Der
Captain auf der Maschine war Danilo Santos Romano, 35 Jahre alt, hatte 5.202 Flugstunden Erfahrung. Der Co-Pilot hatte 5.100 Flugstunden Erfahrung, also nicht wesentlich weniger. 61 Jahre alt, und das war Humberto Campos de Alencar. Und dann gab es noch in der Kabine 2 Flugbegleiterinnen, Rubia de Lima und Deborah Avila. Die Passagiere waren 57 Fluggäste auf der ATR 72. Und es ist so, dass man jetzt natürlich guckt, was da passiert. Das Kennzeichen des Flugzeugs war übrigens Papa Sierra Victor Papa Bravo, also nochmal Papa Sierra Victor Papa Bravo, und die Seriennummer war die 908. Das Flugzeug war also knapp 14 Jahre alt, war von der Nordic Aviation Capital verleast worden, und die Erstbetreiberin war die albanische Bel Air. Ab 2015 flog sie dann in Indonesien für Belita Air, bevor sie dann 2023 zu Fuepas kam. Das Wetter war problematisch, es gab Windböen, es gab auch vereiste Cockpitscheiben. Das hatten zum Beispiel andere Piloten berichtet in der Region, dass es dort also wirklich zu Problemen kam. Und deshalb ist auch die erste Vermutung, dass es halt zur Vereisung kam. Es ist übrigens nicht der erste Vereisungsunfall, den es bei der ATR gab. Also es gab auch bei der Vereisung, also schon mal ein Thema Vereisung. Und zwar war das bei der in Italien am 15. Oktober 1987, als die ATR 42, die mit der Registrierung India Alpha Tango Romeo Hotel, den Flug von Mailand nach Köln-Bonn gemacht hat. Die ist dann auch gecrashed. Daraufhin hat man wohl beim De-Icing ein paar Änderungen vorgenommen. Also ist insofern also auch problematisch. Das Gute ist halt wirklich, dass man hier sagen kann, dass man jetzt den Flugschreiber gefunden hat, den Cockpit Voice Recorder gefunden hat, dass man da halt aufklären kann. Und es gab halt wirklich einige SIGMETs, das heißt also Significant Weather Information, das ist immer dann, wenn halt irgendwelche Wetterkapriolen sind. Und da ist es halt wirklich so, dass man halt sagen muss, dass es dort wirklich dann auch mit Windböen und so weiter Warnungen gab. Warum die das nicht beachtet haben, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Schade, dass das passiert ist. Liegt nicht daran, dass das irgendeine Airline ist, die anscheinend an der Sicherheit gespart hat. Vielleicht kommt das auch raus, ich weiß es nicht. Aber im Moment sieht das wirklich nach Vereisung aus. Und das Problem bei Vereisung ist halt, dass man dadurch den Auftrieb halt verliert. Es passiert halt bei der Vereisung auch Folgendes: Das Flugzeug wird schwerer. Das Flugzeug, zum Beispiel Klappen können nicht betätigt werden, weil sie vereisen. Und ich meine, bei der ATR ist vorne dieser Gummibalg, der aufgeblasen wird mit warmer Luft, dass das Eis abgesprengt wird. Dass das nicht funktioniert hat, ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich bin mal gespannt, dass man da halt wirklich nochmal genau drauf schaut, was da wirklich passiert ist. Es fliegen ja auch einige ATRs in anderen Versionen auch noch hier rum. In Finnland fliege ich ja auch mit der ATR, oder aber auch mit der SAS fliege ich ja auch mit ATRs durch die Gegend. Und ja, ich denke mal, dass das alles ist, was wir bis jetzt wissen. Alles Vermutungen, also wir müssen da abwarten, bis da wirklich was kommt. Wer es nochmal nachlesen will, kann es im Aviation Herald tun. Die haben im Prinzip die besten Informationen in meinen Augen auch, dass man da halt nochmal schauen kann. Also hier ein trauriges Thema. Wir haben ein weiteres trauriges Thema, und zwar ist das weitere traurige Thema, dass eine Frau bei Chicago am Kofferband stirbt. Also das ist halt etwas, was ich auch irgendwie nicht nachvollziehen kann. Das habe ich auch von einem von unseren Zuschauern bekommen. Und zwar geht es da darum, dass man die Dame gefunden hat in dem Gepäckkatakomben. Und da ist es halt so, dass die komischerweise in dieser Maschinerie des Ganzen, also in den Innereien der Koffer, das englische Wort ist entangled war, also dass die da irgendwo dann normalerweise sind das ja Kabel, die entangled sind. Also so, ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, weil ich finde das irgendwie nicht schön. War wohl ein Suizid, so hat es zumindest der Gerichtsmediziner gesagt. Und das ist halt wirklich
ja, nicht schön. Also man sieht auf dem Video, um 2:27 Uhr ist sie dann am Donnerstag da reingegangen. Aber es gibt dann halt wirklich nicht bekannt, was da passiert ist. Die Todesursache ist Asphyxie, also das heißt, wie heißt es auf Deutsch, also Sauerstoffmangel, also durch Ersticken. Und das ist halt wirklich nicht sehr schön. Und die Dame war kein Angestellter des Flughafens, wie sie da hinten reingekommen ist. Keiner weiß das genau. In 2020 war es so, dass da jemand auch in 2020 3 Monate lang gelebt hat und geschlafen hat in der also da, wo es die Security, hinter der Security war. Und 2 United Airlines Mitarbeiter haben Dinge bekommen und also festgenommen sag ich schon, also auf jeden Fall festgestellt, dass er geschlafen hat. Also das sieht man, dass die Sicherheitsstandards in Amerika halt wirklich merkwürdig sind. Oder aber auch, was da halt wirklich passiert. Aber interessant ist, dass der Kollege halt einen ID, also einen Ausweis hatte von United und das war dann natürlich auch nicht gut. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert ist. Und wenn ihr so einen Vorgang habt oder wenn ihr halt Depressionen habt oder irgendwas, muss man ja immer dazu sagen, wichtig, es gibt Hilfe. Also da muss man nicht zu solchen ultimativen Lösungen greifen. Nur, dass ihr es wisst. Wir haben jetzt ein Thema, was vielleicht ein bisschen... Ist mir meine Verbindung abgehauen. Ein Thema, was jetzt ein bisschen interessanter ist, das geht für alle, die im Bereich Flugzeuge unterwegs sind und sich dafür interessieren. Frontier hat die Airbus A321 XLR abbestellt, weil sie nicht zufrieden mit der Performance sind. Und zwar wollte man 18 Stück bestellen. Man hatte diese ja auch bestellt am, wann waren das nochmal? Irgendwann vor vielen, vielen Jahren und wollte damit vielleicht sogar nach Europa fliegen oder aber auch nach Hawaii. Aber jetzt hat man einfach gesagt, am Donnerstag, dem 8. August, wollen wir nicht. Die operative Leistung und die Bereichweite des XLR entsprechen letztlich nicht dem, was wir erwartet haben. Also da muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, Airbus hat immer noch die 8.700 Kilometer in dem System drin, um genau zu sein 8.704. Man gibt die Reichweite mit 4.700 nautischen Meilen an und damit ist die Reichweite genauso, wie sie vorher war. Also man hat natürlich ein bisschen Probleme gehabt, weil man mit dem Gewicht mehr machen musste, weil man halt bei dem Tanksicherungen einbauen musste, die halt Gewicht kosten. Aber ansonsten muss man ja ehrlicherweise sagen, keine Ahnung. Und wenn man halt den Verkaufschef Christian Scherer zitieren darf, der sagte Folgendes: In 2022 wird der A321 XLR durch die Änderung weniger Reichweite haben. Das war die Frage. Nein, die Reichweite wird nicht spürbar geringer sein. Vielleicht werden wir 1,5 Meilen einbüßen. 1,5? Interessant. Also nicht viele, aber der 321 wird abliefern, was er soll. Also das war noch die Aussagen vor 2 Jahren vor dem Chefverkäufer. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ihr könnt hier die erste Frage des Tages auch schon beantworten. Und zwar ist die erste Frage des Tages hier: Welche Erwartungen oder Befürchtungen habt ihr beim Airbus A321 XLR? Also was ist da euer Thema? Wie seht ihr das Thema 321 XLR als Alternative, gerade auf Frontier, die ja nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie Sitzabstand haben. Interessant ist ja auch in den USA gerade der Move von den ganzen Billigfliegern Spirit, die wollen jetzt eine Business Class einführen. Also das heißt, man will da wirklich mehr Klassen und mehr Premium reinbringen. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Aber ich hatte ja auch mal gesagt zu dem Thema, dass gewisse Analysten sagen, dass diese Low-Cost-Carrier eigentlich den natürlichen Todesstoß irgendwann bekommen. Ihr könnt ja einfach mal dazu sagen, was ihr dazu denkt. Wir gehen jetzt weiter zum Thema Erholung nach einem Langstreckenflug. Warum ist man so kaputt, nachdem man geflogen ist? Heißt also, dass man Erholung braucht. Viele Leute sagen ja, wenn sie geflogen sind, ich muss jetzt erstmal Urlaub haben. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt. Wenn man da halt wirklich beim Fliegen
so kaputt ist. Natürlich ist man kaputt nach dem Fliegen, wenn man Economy fliegt oder Business Class, First Class auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich danach Urlaub bräuchte, ehrlicherweise. Wenn ich mit den Kindern, mit den Zwillingen geflogen bin, dann logisch, weil man sich um die kümmern musste. Aber es ist natürlich auch so, dass man, wenn man fliegt, gerade in Economy Class natürlich keinen Schlaf hat, der einen, so ausgeruht ankommen lässt. Deshalb ist ja auch gerade der Vorteil von Business Class oder First Class, dass man halt schlafen kann. Und natürlich knallen dann auch besonders die Zeitzonen rein, wenn man aus Asien kommt oder wenn ich aus den USA zurückkomme. Das ist dann natürlich wesentlich schwieriger, da mit dem Jetlag klarzukommen. Und ich fand das halt interessant, das mit dem Kollegen dort zu besprechen am Telefon, ob er, wenn er Business Class fliegt, genau dieses Phänomen weniger hat. Ja, natürlich, weil du halt ausgeruhter bist und da dann halt auch Möglichkeiten hast als in der Economy Class. Selbst in der Economy Class, wenn ich eine Reihe für mich hatte, ich fand das nie so erholsam, dort zu schlafen, weil ich einmal durch meine Länge natürlich mit einem Dreiersitz, da hätte ich die Füße trotzdem draußen gehabt. Da habt also auch in der Position geschlafen, die nicht unbedingt so meine vorteilhafte ist. Hatte auch immer das Gefühl, dass meine Schulter danach wehtat, links oder rechts, egal wo ich auf der Schulter dann lag. Da könnt ihr ja mal zu sagen, was ihr dazu denkt und wie ihr das seht, ob das Reisen für euch auch in der Economy Class oder in der Business Class angenehmer ist, ob ihr, wenn ihr auch First Class fliegt, ob ihr trotzdem danach Urlaub braucht und nicht produktiv seid. Weil gerade viele Kunden von uns, die fliegen halt Business Class, um produktiv zu sein und da dann Vollgas zu geben. Könnt ihr ja unten schreiben, was ihr davon haltet. Und natürlich ganz wichtig an dieser Stelle die Frage, braucht ihr nach dem Heimflug erstmal Urlaub? Frage des Tages Nummer 2. Das letzte Thema, was wir hatten, das war auch in demselben Call, das war interessant. Und zwar ging es sich darum, dass er festgestellt hatte, dass dass jemand da war, der beim Boarding durch die Reihen gegangen ist und sich dann oben in den Bins Taschen rausgenommen hat und diese Taschen irgendwie ohne Sinn und Verstand dort kontrolliert hat. Das heißt also, er hat die Tasche rausgenommen, hat die so hat er es erklärt, auf den Sitz gelegt, hat reingeguckt und hat dann wieder nach oben getan. Und es sah so aus, als ob er sich irgendwas in die Taschen steckte. Und als er dann bei seiner Tasche ankam, weil er das sah, hat er dann direkt Alarm geschrien und dann kam auch die Crew und hat den Kollegen dann auch entfernt. Das war ein Flug von Emirates. War aber jetzt nicht dieser Hongkong-Flug nach Bangkok, der ja dafür damals sogar bekannt war, wo bei Emirates dann auch sogar eine Dienstanweisung rausgegeben worden ist, dass man das kontrollieren muss. Und wir hatten dann besprochen, was man auf den Flügen tun kann, gerade in Economy oder Business Class. Selbst in der First Class hatte ich das mal, dass ein bekannter Popstar, sie hat nicht in meiner Tasche rumgefrickelt, aber sie hat halt meine Binder oben, damals noch in der 747. Ich war in Reihe 83, sie saß in der Reihe 81. 81 war die Reihe damals, die direkt vorne die Bulkhead war. Ich war in der Notausgangsreihe. Heißt also, wir waren da 2 Sitze entfernt und die bei mir dann rum am Fummeln fing, in meiner Tasche, nicht unbedingt direkt, aber trotzdem fand ich das halt nicht lustig. Und genau das ist das, was ich seitdem auch mache und was der Kollege auch dann macht, zum Beispiel, wenn es um die eigenen Sachen geht, dass wir die auf die gegenüberliegende Seite stellen. Also das heißt, wenn ich auf den Sitzen ABC sitze, dann gebe ich das auf die rechte Seite. Wenn ich dann auf DEF bin, gebe ich das auf die linke Seite, damit ich immer sehe, wenn jemand an meiner Tasche rummacht. Oder aber auch in der Business Class, wenn ich zum Beispiel zur Toilette, wichtig immer Schuhe anziehen, nie mit den Socken hingehen. Das ist so ekelhaft, wenn man das macht auf dem Flug. Auf jeden Fall, dass ich meine Sachen dann zusammenräume oder vielleicht eine Jacke drüber, irgendwas drüber lege, dass das halt nicht direkt sichtbar ist, was da liegt. Weil man hat ja dann doch schon Werte da liegen, wenn man zum Beispiel hier so ein MacBook hat oder dann die ganzen iPhones, die ja auch gerne mal 1.000 € und mehr kosten, Kopfhörer. Also das heißt, das läppert sich ja alles dann am Ende des Tages. Das sichere ich. Und er macht das ähnlich, er packt sogar Sachen weg. Und viele von euch vielleicht nehmen eine Brusttasche, ich mag das nicht, aber die haben eine Brusttasche, wo sie dann noch Geld und einen Ausweis und alles drin haben. Halt die gute deutsche Geschichte. Und da könnt ihr jetzt die Frage des Tages natürlich nochmal beantworten. Wie passt ihr auf eure Sachen im Flugzeug auf? Da könnt ihr gerne zu schreiben und könnt natürlich auch eure Gedanken dazu machen, wie ihr eure Sachen im Flugzeug sichert. Ich habe bei vielen Sachen übrigens auch den AirTag drin,
damit das halt auch gefunden werden kann. Ich habe bei einigen Sachen sogar mehrfach AirTags drin. Deshalb, also da solltet ihr mal berichten. Bin mal gespannt. Jetzt können wir die Frage des Tages beantworten lassen von euch. Wir haben jetzt 20 Minuten die Sendung, wieder länger gedauert, als ich gedacht habe. Und zwar sind die Fragen des Tages: Welche Erwartungen oder Befürchtungen habt ihr an den Airbus A321 XLR? Freut ihr euch drauf oder denkt ihr, nee, eher nicht? Geht. Dann die nächste Geschichte ist: Braucht ihr noch Urlaub, wenn ihr den Heimflug hattet? Ist das unterschiedlich, ob ihr in der Economy sitzt, Business Class oder First Class? Fliegt ihr deshalb vielleicht Business Class, damit ihr, wenn ihr in der Economy fliegen müsstet, halt nicht dieses Problem habt? Und was auch wichtig ist, wie passt ihr auf eure Sachen im Flugzeug auf? Ich persönlich werde hier schon wieder an der Seite warm von der Sonne. Ihr seht das, glaube ich. Seht ihr das? Ne, ihr seht das nicht durch die Lampe. Die Sonne brennt hier halb auf mich. Insofern verabschiede ich mich und mache hier einfach den Abspann. Und wir sehen uns morgen wieder in alter und Frische. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Sachen. Und ihr könnt hier ist, glaube ich, natürlich eine Nachricht schicken, wenn ihr noch Fragen zu Helsinki habt. Und wenn ihr da was wissen wollt. Ich verabschiede mich und jetzt geht's wirklich mit dem Abspann weiter. Also, bis dann. Ciao.